Hallo, ich bin Kerstin vom Swiss Nanoscience Institut der Universität Basel. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man einen Lavalampeneffekt auch zu Hause herstellen kann mit Haushaltsmitteln. Dafür brauchen wir Leitungswasser, ein Marmeladenglas, Salz und ein bisschen Öl. Was für Öl ist eigentlich egal, ich habe in dem Fall jetzt das Schweizer Rapsöl verwendet und wenn ihr keine Lebensmittelfarbe zu Hause habt, dann könnt ihr vielleicht auch das Wasser mit Tinte einfärben, aber eigentlich macht man das nur, dass es hübsch aussieht. Funktioniert also auch ohne. Als erstes nehmen wir das Öl und gießen es in das vorbereitete Marmeladenglas mit Wasser ein. Also ich habe hier fast bis zum Rand Wasser aufgefüllt und werde jetzt einfach noch ein bisschen Öl eingießen, sodass sich ein guter Film bildet. Sieht immer ganz cool aus, wenn die Ölblasen sich zu einem schönen, gleichmäßigen Film verbinden. Dann nehme ich die Lebensmittelfarbe und gebe ein paar Tropfen auf den Ölfilm. Jetzt passiert gleich die nächste coole Sache. Die Lebensmittelfarben bilden nämlich hier so kleine Tropfen im Öl und wenn sich genug Tropfen zusammengefunden haben, dann saust sie durch nach unten. Um die Lebensmittelfarbe jetzt gut zu verteilen, schließe ich das Marmeladenglas und schüttle es. Jetzt hat das Wasser eine schöne hellblaue Färbung bekommen. Oben bildet sich so langsam der Ölfilm zurück. Nun möchte ich mit dem Esslöffel etwas Salz abmessen und dann gleichmäßig über den Ölfilm verteilen. Wenn das Salz zu Boden sinkt, nimmt es einen Teil des Öls mit. Und dieses Öl steigt dann später wieder in Blasen auf, wie bei einer Lavalampe. Wenn die Blasen aufhören aufzusteigen, kann ich einfach das Marmeladenglas nehmen und einmal rumdrehen und ich habe den gleichen Effekt nochmal. Nun, wie kommt es dazu, dass Wasser und Öl sich so schlecht mischen? Dies ist ein Wassermolekül. Es besteht aus Sauerstoff und Wasserstoff. Der Sauerstoff zieht die Elektronen etwas näher zu sich. Und dadurch ist er partiell negativ geladen. Der Wasserstoff ist partiell positiv geladen. Moleküle dieser Art sind in Ölen zu finden. Es gibt ein paar Sauerstoffatome, doch der Großteil des Moleküls besteht aus langen Kohlenstoffketten, an denen noch Wasserstoff gebunden ist. Diese Teile des Moleküls sind nicht polar. Die Ladung ist dort gleichmäßig verteilt. Deshalb mischen sich die beiden Flüssigkeiten so schlecht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!